Kann klassische Musik meine Konzentration auf ein neues Level heben und mich intelligenter machen? 100%. Klassische Musik soll angeblich die Konzentrationsfähigkeit steigern. Aber stimmt das wirklich? Und was passiert, wenn ich mit unterschiedlicher Musik die immer gleichen Konzentrationstests durchführe? Wann schneide ich am besten ab? Hier lese ich gerade zum 10. Mal eine einfache Mail, nur um sicherzugehen, dass ich statt meinem Drehbuch nicht aus Versehen Hallo Pipi Kaka Tralala in die Mail getippt habe. Manchmal ist meine Konzentration einfach überall. Und es wäre doch super, wenn ich die mit Musik bündeln könnte. Musik beeinflusst unsere Emotionen. Sie kann körperliche Reaktionen wie Herzfrequenz und Blutdruck steigern und stärkt das Gedächtnis, indem sie emotionale und Gehirnbereiche bezogen auf Erinnerungen aktiviert, was das Speichern und Abrufen von Informationen erleichtert. Außerdem unterstützt Musik Stressabbau und fördert das allgemeine Wohlbefinden. Aber wie heftig die Auswirkung von Musik auf meine Konzentration ist, habe ich wirklich nicht erwartet. Ich werde heute den D2-Konzentrationstest machen, der die Aufmerksamkeit und Konzentration unter Zeitdruck misst. Einmal mit klassischer Musik, einmal mit einer völlig anderen Musikrichtung und zuletzt in absoluter Stille. Ich habe jedes Mal 2 Versuche. Sekunde. Wenn ich es alles am gleichen Tag mache, wie verhindere ich, dass ich einen Trainingseffekt habe? Den was? Den Trainingseffekt. Das bedeutet, dass man durch regelmäßiges Üben immer besser wird. Je öfter man etwas macht, desto leichter fällt es und desto schneller wird man, weil sich Körper und Geist daran gewöhnen. Das führt zu sichtbaren Fortschritten. Und um diesen Effekt zu vermeiden, habe ich den Test am Vortag mehrmals geübt, bis ich eine konstante Zeit erreicht habe. Das ist wirklich krass. Meine durchschnittliche Fehleranzahl ist 4. Ich hätte gedacht, ich komme noch mal drunter. Habe ich den ganzen Tag aber nicht geschafft. Der Straßenlärm lenkt mich ab, ist jetzt meine Behauptung. Mal gucken, wie das morgen mit Musik und absoluter Stille wird. Ob mir der Mozart-Effekt hilft oder nicht. Für alle Tests benutze ich die gleichen Kopfhörer. Während Tomatolix die härteste Droge der Welt testet, mache ich hier die wirklich spannenden Experimente. Denn ich höre jetzt Mozart. Ich muss jetzt die 1 drücken, wenn ich ein D sehe und 2 weitere Striche im Bild. Für alles andere muss ich eine 0 drücken. ...110 Buchstaben bearbeitet, 103 korrekt, 5 habe ich falsch beantwortet, 2 gar nicht. Das Problem ist tatsächlich, wenn man anfängt, Fehler zu machen, bei mir ist es zumindest so, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass man das aufholen will, indem man jetzt noch mehr Buchstaben schafft und dann gleichzeitig aber die Fehlerquote höher ist. Also ein bisschen wie wenn man unter Zeitdruck schnell was fertig machen muss und die Gefahr höher sein kann, dass man mehr Fehler macht, weil die Zeit weniger wird. Da lieber mehr schaffen, man macht aber mehr Fehler. Der absolute Banger, den ich hier gerade gehört habe. Und der ist die Grundlage für den sogenannten Mozart-Effekt. Die Studie aus dem Jahr 1993 weist darauf hin, dass Menschen, die dieses Lied hören, kurzfristig in Tests besser abschneiden als diejenigen, die gar keine oder andere Musik gehört haben. Dieser Effekt konnte aber nie mehr eindeutig wiederholt werden. Und heute gibt es andere Thesen, warum dieser Effekt damals überhaupt so entstanden ist. Der Mozart-Effekt existiert in seiner ursprünglichen Form also gar nicht. Aber einen Effekt auf unsere Konzentration gibt es trotzdem. Okay, also die Musik ist sehr ruhig und entspannt auch. Es ist wirklich so diese klassische Klischee-Musik, die man irgendwie in so einem Schloss oder High Society sehen würde. Also das ist schon so ein bisschen das Klischee-mäßige. Ich empfand die Musik jetzt nicht als störend. Ich mag auch klassische Musik tatsächlich. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es mich besser konzentriert. Am Anfang habe ich tatsächlich sogar das Gefühl gehabt, dass ich die Musik eher störend finde. Gibt es eigentlich Musik, die euch besonders bei der Konzentration hilft? Ich weiß nämlich aus guter Quelle, dass manche Leute sogar Techno hören, weil es ihnen einfach hilft, konzentriert arbeiten zu können. Nach diesem klassischen Stück brauche ich jetzt erstmal was ganz anderes. Was richtig Heftiges. Eine Pause. Jetzt werde ich 5 Minuten lang mich ein bisschen bewegen, Wasser trinken und mich nicht auf Bildschirme konzentrieren. Ich mache zwischen jedem Test 5 bis 10 Minuten Pause, in denen ich mich aktiv bewege, etwas trinke und nicht am Smartphone oder anderen Ablenkungen bin, um mich geistig zu erholen und die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Ey! Warum nicht 15 oder 30 Minuten? Eine Pause von 5 bis 10 Minuten reicht aus, damit sich das Gehirn erholt, ohne dass ich den Fokus völlig verliere.
In dieser Zeit kann man sich entspannen, ohne in eine zu lange Unterbrechung zu geraten, die den Testfluss stören könnte. Hallo? Hi Josef, ich nehme heute die gefährlichste Droge beim Bungee-Jumping, während ich einen Tag Präsident der Vereinigten Staaten bin. Und du? Ich höre Musik. Ja dann, viel Spaß noch. Tomatolix hat angerufen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich mit der klassischen Musik nicht so eine gute Score erreicht habe wie in meinen Tests. Ich bin ja ein bisschen schlechter geworden, auch bei der Wiederholung jetzt. Der nächste Test ist Emo Alternative Rockmusik. Let's go. It's easy enough to say that I won't bend. Scheiße. Ach, komm schon. Der Song ist so geil. Okay. 91% korrekt. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich alles, was nicht die gewünschte Zahl war, habe ich richtig gedrückt, weil ich die ganze Zeit gedrückt habe. Dadurch sind aber auch 11 Fehler entstanden, weil ich einfach die ganze Zeit mich da durchgedrückt habe. Also hier hat mich jetzt der Song deutlich abgelenkt, weil ich liebe das Lied. Ich finde es richtig geil. Aber es ist halt ein Lied, das mich auch so reinzieht, wo ich Bock habe, irgendwie mich zu bewegen und in die Emotionen von dem Lied reingehe. Und ich glaube, das sorgt nicht dafür, dass ich besonders fokussiert bin. Aber wir machen hier gleich noch eine zweite Runde davon. Boah, der Song ist so geil, ich will ihn direkt wieder hören. Das ist übrigens Easy von Like Roses. Dieses Lied darf ich hier benutzen und ich liebe es. Ach, komm schon! Ach, Mann! Ach, komm schon, was kann doch nicht sein? Oh, nein! Oh, Mann! 93% korrekt, 114 insgesamt geschafft, 106 richtig, 8 falsch. Ich bin ungeduldig beim Hören der Musik. Es wird so angetrieben. Es ist krass, wie 1:1 Musikrichtung auf mich gerade funktioniert. Und hier ist spannend, was die Wissenschaft dazu sagt, weil soweit ich weiß, ist Musik, die so treibt, auch total gut zum Sport treiben, ne? Um in die Bewegung zu kommen, weil das ja auch den Herzrhythmus mit beeinflusst und unsere ganze Stimmung. Und so sehr ich diese Musik liebe, für Konzentration ist sie offenbar nicht das Richtige. Moment. Ich will noch eine andere Musikrichtung ausprobieren. Sekunde, wir machen noch eine. Mir ist gerade eine krasse, spannende Mischung aufgefallen. Was ist, wenn ich denn eins meiner absoluten Lieblingslieder höre, was laut ist, aber irgendwie auch klassisch, irgendwie auch experimentell und niemand mag, den ich kenne? Das machen wir noch als Zwischendurch-Ding. Und kurzer Stopp hier, 5 Minuten Pause. 2007 konnte eine Studie feststellen, dass der Mozart-Effekt nicht nur bei Musik von Mozart funktioniert, sondern dass auch andere Arten von Musik, die positive emotionale Reaktionen hervorrufen, ähnliche Effekte auf die kognitiven Leistungen von uns Menschen haben. Es geht nicht um klassische Musik, sondern darum, dass die Musik, die der jeweilige Mensch als angenehm empfindet, uns wacher und konzentriert machen kann. Stimmt das auch bei mir? Um das zu testen, habe ich ein Lied, das ich als wahrscheinlich einer von wenigen als besonders angenehm empfinde. God Gave Me No Name von der Experimentalkünstlerin Lingua Ignota. Let's go, eins meiner absoluten Lieblingslieder. ,2%. Was mir jetzt erst aufgefallen ist, dieser kleine Balken unten, wo die Zeit immer abläuft, der stresst mich total. Ich glaube, ich wäre noch konzentrierter, wenn ich den nicht sehen würde. Aber das gehört ja zum Test dazu, dieser Zeitdruck. Okay, zweite Runde kommt jetzt dazu. 98,3. Schon wieder einen Fehler gemacht. Und eine habe ich nicht beantwortet. Da habe ich quasi nicht schnell genug gedrückt. Da kam schon die nächste. Aber das ist bis jetzt die Highscore. Bin ich mal mega gespannt, wie absolute Stille sein wird. Das fand ich jetzt eigentlich ganz geil mit der Musik. Es hat mir gut gefallen. Ich höre solche Musik auch gern zum Schreiben. So ein bisschen experimentelle Musik, die so verschiedene Elemente hat. Aber weil es so langsam sich immer aufbaut, finde ich das entspannend. Und dabei kann ich gut konzentriert arbeiten. Also Lieblingsmusik soll konzentrierter machen. Kann ich die Studie belegen? Ja, schon. Ich finde es so spannend, dass ich bei der Emo-Alternative-Musik, die ich ja absolut liebe, nicht so konzentriert war, wie bei dieser krassen, aber sehr ruhigen Noise-Music, dieser Experimentalmusik. Hätte ich nicht gedacht. Und dann kommt der Endgegner. Absolute Stille. Arbeiten in Stille soll viele Vorteile bieten. Es reduziert Ablenkung, fördert das tiefere Denken, senkt den Stress, verbessert die Konzentration, unterstützt Erholung
und ist vor allem in Pausen wirklich wichtig. Eine Studie von 2013 zeigte, dass Stille bei Mäusen das Wachstum von neuen Gehirnzellen im Gedächtnisbereich fördert und das Gehirn nach Lärm schneller erholen lässt. Das mache ich jetzt ja ähnlich. Nach einer stillen Pause geht's ins nächste stille Experiment und das überrascht mich ziemlich. Absolute Stille mit Noise Cancelling. Das ist es. Ui. Okay. Ein Fehler. Und theoretisch müsste das ziemlich gut gelaufen sein. Denn mein Gehirn hatte viel weniger, womit es sich beschäftigen musste. Keine Musik, kein Gesang, keine Geräusche. Die Theorie der kognitiven Last besagt, dass unser Gehirn nur eine begrenzte Menge an Ressourcen hat, um Reize zu verarbeiten. In stillen Umgebungen wird diese Last verringert, was es ermöglicht, die vollen geistigen Kapazitäten auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren. Man kommt eher in den Flow und hat die Chance auf Deep Work. Denn selbst leiseste Musik kann die Fähigkeit beeinträchtigen, tiefe Konzentration zu erreichen. Insbesondere bei anspruchsvollen Aufgaben. In einer weiteren Untersuchung wurde festgestellt, dass Hintergrundgeräusche das Stresslevel erhöhen, während Stille Stress reduziert und die Konzentration auch verbessert. Und wenn man darauf nicht achtet, passiert es euch vielleicht auch mal, dass ihr sowas hier erlebt. Oh, eine E-Mail von Josef. Hallo Pipi Kaka. Tralalala. 100%. 107 richtig? Ja, keine falschen. Okay. Was war jetzt anders? Also, ich habe eben öfter mal gemerkt, dass wenn ich einen Fehler mache, ich das kurz bevor ich drücke merke. Kurz bevor ich falsch drücke, merke ich das. Mein Gehirn kann aber das Tastendrücken nicht mehr aufhalten und das ist dann voll frustrierend und sorgt meistens für Folgefehler. Was war jetzt anders? Ich war ein bisschen mehr im Tunnel. Ich war einfach mehr im Tunnel, also konzentrierter auf die Sache. Ich habe auch wirklich gemerkt, wie mein Sichtfeld eingeschränkter wurde. Also meine Konzentration ging immer mehr auf diesen schwarzen Hintergrund, diese verschiedenen Dinge. Dann habe ich auch ein bisschen versucht zu merken, wie macht das mein Kopf eigentlich? Der guckt halt, ist links die Wölbung von dem D, zählt schnell diese 2 Striche. Ich habe jetzt tatsächlich ja 107 korrekt. Das heißt, ich habe auch nur 107 mal gedrückt. Aber ohne Fehler. Ich bin mal gespannt, wie es im Vergleich ist, weil ich glaube, ich hatte bei ein paar anderen Ergebnissen mehr Klicks, aber halt auch Fehler. Und hier hatte ich jetzt keinen einzigen Fehler. Stille also. Absolute Stille. Die Forschung ist sich einig. Leise Hintergrundmusik kann bei einfachen Routineaufgaben wie Dateneingaben oder Wäschefalten die Produktivität steigern. Aber bei komplexen Aufgaben wie Problemlösungen oder tiefem Denken ist Stille oft effektiver. Darauf weist auch die Studienlage hin. Bei anspruchsvollen Aufgaben in stiller Umgebung schnitten Menschen besser ab, während Musik oder andere ablenkende Geräusche die Leistung störte. Das sind meine finalen Ergebnisse. Absolute Stille, 100% korrekt, kein Fehler, unschlagbar. Experimentalmusik, 98,3% korrekt. Fördert insgesamt meinen Fokus ohne Ablenkung. Mozart, 95,8% korrekt, aber 5 Fehler. Ist solide, aber nicht optimal. Emo-Rock, nur 91,2% korrekt und 11 Fehler. Das ist die schlechteste Leistung des gesamten Experimentes. Lo-Fi-Musik habe ich auch nochmal ausprobiert im Test und das ist irgendwo dazwischen gelandet. Hier seht ihr es. Aber für die Höchstleistung ist Arbeiten in Stille oder mit Experimentalmusik für mich das Beste. Für viele unter euch ist es wahrscheinlich aber die Lo-Fi-Musik. Das ist auf jeden Fall das, was ich von euch bis jetzt gehört habe. Ansonsten korrigiert mich gern in den Kommentaren, was eure perfekte Konzentrationsmusik ist. Und falls ihr schnell Stress abbauen wollt, um euch wieder konzentrieren zu können, habe ich hier einen Speed-Tipp für euch. Bereits 2 Minuten Stille sind effektiver, um Stress abzubauen, als entspannende Musik. Und wollen wir das einfach mal testen? 3, 2,